Well, welcome back. Tim Carscadden here. We're dealing with the spirit of poverty. So, willkommen. Ich bin Tim Carscadden und wir beschäftigen uns mit dem Geist der Armut. And in the last video session we talked about how to identify if this spirit's coming against you. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie können wir herausfinden, dass dieser Geist uns angreift. I think one of the main ways it attacks us is through fear. Ich glaube, meistens handelt er durch Angst. Ask yourself, are you fearful about the economy, about politics? Frag dich selbst, hast du Angst in Bezug auf die Entwicklung der Ökonomie, in Bezug auf die Ressourcen des Landes? Is your assurance or your faith based in the things of the world? Ist deine Sicherheit, dein Friede basierend auf den Dingen dieser Welt? Because the Word tells us that we're seated with Christ in heavenly places. Denn das Wort sagt uns, wir sind mit Christus versetzt an himmlische And Orte. that's where we're supposed to sit. Und da sollten wir And sein. in that place there is no poverty. Und an diesem Ort gibt es keine Armut. There's no lack there to accomplish what you're called to do. Es gibt keinen Mangel daran, dass du nicht das erfüllen könntest, wo Gott dir aufgetragen Look, the hat. Lord is not worried about the economy of this world. Der Herr macht sich keine Sorgen über die Wirtschaftslage in dieser Welt. He's not worried about who's in politics. Ihm ist er ist nicht besorgt darüber, wer gerade die Politik macht. Jesus does not lack any resource to do what he wants to do. Jesus hat keinen Mangel an Ressourcen in irgendeinem Bereich, dass er nicht durchführen könnte, was er So tun we möchte. should never lack the resources to do what God's called us to do. Und so sollten wir niemals das Gefühl haben, dass wir Mangel haben an Ressourcen, das durchzuführen, was der Herr tun will. And I believe this spirit of poverty is tied to the mark of the beast that's talked about in the book of Revelation. Und ich glaube, dass der Geist der Armut zu dem Zeichen des Tieres, des Biestes gehört. In the book of Revelation it says we're to be marked by God. Und im Buch der Offenbarung heißt es, dass wir gekennzeichnet sind von Gott. That's why Paul and Timothy said that the love of money is the root of all evil. Und deshalb sagt die Bibel, dass der Geist der Armut die Wurzel allen Übens ist. You know, a lot of people struggle when you start talking about money at church. Viele Menschen, wenn man in der Gemeinde über Geld spricht, haben sie ein komisches Gefühl. But yet we talk about money every single day almost. Aber letztlich sprechen wir jeden Tag fast über Geld. It's because that's the idol of this world. Weil das ist der Götze dieser Welt. And most people put their trust in it. Und die meisten Menschen vertrauen diesem Götzen. Money in itself is not evil. Geld selbst ist nicht schlecht. But how we deal with it directs our life either for good or for evil. Aber die Art und Weise, welchen Bezug wir dazu haben, dirigiert unser Leben entweder auf die gute Seite oder auf die schlechte Seite. Many Christians have made idolatry out of it. Viele Christen haben Götzendienst daran. They trust their jobs, they trust the bank for their provision. Sie vertrauen ihrem Arbeitsplatz, sie vertrauen ihrer Bank, ihrem Bankkonto, dass sie versorgt sind. And that is what it looks like to have the mark of the beast. Und das sieht so aus, als ob sie das Zeichen des Tieres hätten. Because the book of Revelation describes this as an economic mark. Denn das Buch der Offenbarung bezeichnet dieses Zeichen als ein Wirtschaftszeichen. It tells you how you can buy and sell and trade. Denn es geht darum, ob man kaufen, einkaufen, verkaufen kann. So we need to confront this spirit. Und wir müssen diesen Geist angehen. You know, we spend a lot of time figuring out how we're not going to take a chip. Und wir versuchen herauszufinden, ja, wie kann ich das in der Endzeit hinkriegen, dass wir nicht dieses Zeichen annehmen. When we should be more focused on how to get the mark of God on our life. Aber wir sollten viel mehr darauf unser Augenmerk richten, wie wir das Zeichen Gottes tragen können. Abraham was able to do this. Abraham war in der Lage, das zu So tun. we should be able to do the same Und so thing. sollten auch wir in der Lage sein, so zu leben. If you have the mark of God on your life, Wenn du das Zeichen Gottes trägst, you will never fear taking the mark of the beast. wirst du niemals Angst haben, dass du das Zeichen des Tieres annehmen Because müsstest. the beast will say, well, you can't buy and you can't trade. Denn das Tier wird sagen, der Antichrist wird sagen, du kannst nicht mehr Handel treiben, du kannst nicht kaufen. But when you have the mark of God, you say, you know you have your provision. Aber wenn du das Zeichen Gottes auf dir trägst, dann weißt du, ich bin versorgt. As Psalm 20 says, some trust in chariots and some in horses. Im Psalm 20 heißt es, einige setzen ihr Vertrauen in Streitwagen und in Pferde. But we trust in the Lord our God. Aber wir vertrauen auf den Namen des Herrn. So in order to understand the mark of the beast, Und damit
damit wir das Zeichen des Antichristes verstehen is können, to understand that you have to serve him. bedeutet, dass wir dadurch ihm dienen müssen. And that's what the spirit of poverty does. Und genau das ist der Geist der Armut. You will serve your provider. Du wirst deinem Versorger dienen. And so we must not serve that spirit of mammon. Und wir sollen diesem Geist des Mammon nicht dienen. The Bible says that we're called to be bond servants to the Lord. Die Bibel sagt, dass wir Diener Gottes sind. And many Christians don't like that term. Und viele Menschen gefällt dieser Begriff, wir sind Sklaven Christi nicht. But a bondservant doesn't live for himself, he lives for his master. Aber ein Sklave lebt nicht für sich selbst, sondern für seinen Meister. And you obey your master. Und du gehorchst ihm. And one thing the Bible says about a bondservant, Und das, was die Bibel sagt über diesen it says the Sklaven, master is responsible to provide for the servant. sein Meister hat die Verantwortung, seinen Diener zu versorgen. So the Lord is our master. Und der Herr ist unser So I Meister. don't need the mark of the beast to provide for me. Ich brauche nicht das Zeichen des Tieres, dass ich versorgt bleibe. You have the mark of God on your life. Du hast das Zeichen Gottes auf He deinem is Leben. responsible for provision. Und er trägt die Verantwortung für deine Versorgung. And that's the king that we serve. Und das ist der König, den wir And that's going dienen. to help you break the spirit off of your Und life. das wird dir helfen, diesen Geist der Armut wegzubrechen von So dir. spend your energy trying to get the mark of God on your life. Und so trachte danach, dass du das Zeichen Gottes trägst. Make the proper choice. Triff diese Entscheidung. In the Garden of Eden, Adam and Eve chose the wrong tree. Im Garten Eden haben Adam und Eva den falschen Baum The erwählt. tree of knowledge and good and evil is tied to the spirit of poverty. Und der Geist der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist verbunden mit diesem Geist der Armut. They said they could be like God and do what God does. Der Feind sagte, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet das tun können, was Gott tun kann. But we are not our own provider. Aber wir sind nicht unsere eigenen Versorger. God alone is our provision. Gott allein ist unsere And when you Versorgung. choose Him, the tree of life, Und wenn du ihn erwählst, diesen Baum des then Lebens, He will do everything He can to give you provision to accomplish what you're called to do in life. dann wird er dafür sorgen, alles zu tun, was er kann, damit du Versorgung hast für alle Aufträge, die du in deinem Leben So as you listen to bekommst. this video today, Und wenn du heute diesen Video just anschaust, eat of this tree of life ess von dem Baum des and Lebens receive what the Lord has for you. und empfange das, was Gott für dich hat. Thank you. Danke.